Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Schön, dass du einschaltest bei PS Werkstatt. Wir machen heute was ganz anderes, fernab von jeglicher Bastelei in der Werkstatt. Und lass dich überraschen, nach dem Intro geht's sofort los. Bis gleich! Grundsätzlich spannendes Thema. Worum geht es heute? Und zwar habe ich mir eine Mini-PV-Anlage bestellt. Ja, vielleicht haben einige von euch, wenn nicht sogar etliche, schon so eine Photovoltaikanlage auf dem Dach, erzeugen ihren eigenen Strom, können den vielleicht selber verwenden oder speisen den ein, kriegen dafür eine Vergütung vom Netzbetreiber. Das Thema gibt es ja schon ein bisschen länger und ich habe mich jetzt mal intensiv damit beschäftigt. Eine große Anlage, total teuer, kommt für uns erstmal nicht in Frage, aber die Dinger gibt es halt auch in klein. So eine sogenannte Mini-PV-Anlage gibt es auch unter einem anderen Begriff Balkonkraftwerk oder Guerillakraftwerk. Und ja, was sind die wesentlichen Unterschiede? Also ganz klar, Mini-PV, wie der Name schon sagt, mini, klein, also begrenzt, die ist von der Leistung begrenzt. Die darf maximal 600 Watt, darf ich mir ins Netz selber einspeisen. Und das ist vom Gesetzgeber so limitiert, dass ich halt A, die Anlage selber anschließen und in Betrieb nehmen darf und B, ich darf es auch selber beim Netzbetreiber anmelden. Alles andere, was darüber hinausgeht, muss sich ein Elektriker kommen lassen, der muss die Anlage installieren, der muss die auch beim Netzbetreiber und im Marktstammdatenregister anmelden. Das muss man übrigens auch bei den kleinen Anlagen, das darf man da aber auch selber machen. Und die haben halt den Vorteil, ich kann den Strom, den ich erzeuge, selber verbrauchen. Das dient also so ein bisschen dazu, so das Grundrauschen, was ich im Haus ständig habe, durch Heizungsanlage, Internetrouter, Kühlschrank, sonstige Kleingeräte, die immer im Standby-Betrieb laufen müssen oder vielleicht nicht laufen sollten, aber trotzdem laufen, die kann ich damit abdecken. Also bis 600 Watt kann ich damit praktisch in mein eigenes Netz einspeisen und sofort wieder entnehmen bzw. verbrauchen. Und alles, was darüber hinausgeht, was ich nicht verbrauche, sollte es denn was sein, wird dann ins öffentliche Netz eingespeist. Jo, das ist im ersten Moment leichter gesagt als getan. Also die Anlagen gibt es in zwei Größen. Einmal bis 300 Watt für kleinere Einheiten, vielleicht nur eine kleine Mietwohnung. Die kann ich dann super am Balkongeländer irgendwie festmachen. Und die gibt es halt auch mit größerer Leistung bis 600 Watt. Wobei die 600 Watt sich oder 300 Watt sich immer auf den Wechselrichter beziehen, also das Maximale an Leistung, was ich ins Netz einspeisen darf. Das ist da begrenzt. Und die Paneele, die wir uns jetzt gekauft haben, das sind zwei große jetzt muss ich selber lügen, ich glaube jeweils 340 Watt, also 680 in Gänze. Aber auch da hat der Wechselrichter nur 600 Watt. Aber ich habe halt noch ein bisschen Luft nach oben, falls das Wetter ist sowieso nie so ideal oder die Ausrichtung über den Tag gerechnet, dass ich immer die volle Ausbeute habe. Also habe ich da noch ein bisschen Leistungsreserve oben dran. Das Ding ist jetzt bestellt, ich warte händeringend drauf und das erste Kleinteil hatte ich mir schon separat bestellt, ein sogenannter Energiezähler. Ich kann das Ding jetzt zuhalten, ihr wisst sowieso alle, wo es herkommt. Das ist so ein Energiemessgerät, das nimmt man normalerweise, um halt den Verbrauch von einzelnen Energiefressern oder Waschmaschine, Kühlschrank und so weiter herauszufinden. Ich will wissen, was meine Waschmaschine für einen Stromverbrauch hat oder sonstige Geräte, kann das dazwischen schalten und damit die Daten werden an die Fritzbox, sofern ich eine habe, die muss ich natürlich haben, klar, übertragen, kann ich da schön auslesen. Das funktioniert aber auch andersrum, weil ich ja Strom einspeise in dem Moment, kann ich aber auch sehr schön die Daten abgreifen und auch, ja, ich sag mal, schön auswerten. Das ist natürlich auch eine Sache, die total spannend ist, die ich persönlich sehr interessant finde, ob sich so eine Anlage überhaupt rechnet. Ja, das heißt, wir wollen mal schauen, wie sich das Ganze jetzt hier gibt, was da zu beachten ist. Ihr könnt mich dabei begleiten. Wir fangen an und warten jetzt erstmal, bis dass die Sachen da sind. Dann packen wir die gemeinsam aus. Wir bauen das auf dem Dach auf und dann schauen wir uns mal an, wie das installiert wird und auch wie das beim Netzbetreiber angemeldet wird. Und am Ende wollen wir natürlich auch sehen, kommt da überhaupt Strom an? Sprich, erzeugen wir wirklich eigenen Strom, den wir dann auch verbrauchen können. Ich freue mich auf euch. Ja, das ist der Ort, da soll das jetzt montiert werden, das Ganze auf dem Carport, mehr oder weniger. Die Platzierung von so einer Anlage ist natürlich auch extrem wichtig, um hohe Ertragswerte zu erzielen. Ja, idealerweise richtet man die Module genau nach Süden aus. Ich habe mir jetzt vorgenommen, die hier bei uns auf dem Pfannendach
zu montieren. Aber das zeigt jetzt nicht ganz genau nach Süden, wie man hier auf dem Kompass sehen kann. Da sind ungefähr so 10 Grad Abweichung drin. Aber wenn man hier mal auf das Schaubild schaut, hier mit den Ertragswerten, dann sieht man, dass man bei einer Abweichung von plus minus 10% und bei einer Dachneigung von 30 bis 40 Grad, wir haben 28 Grad Dachneigung, dass man da immer noch bei einem Ertrag von 99% liegt. Also das ist eigentlich mehr, als ich vermutet hatte. Und deswegen habe ich auch kein Problem damit, die hier jetzt auf dem Pfannendach zu montieren. Ich hatte mir bereits vor der Installation umfangreiche Gedanken gemacht, wie ich das am besten auf dem Dach platziere. Und ihr seht jetzt hier das Dach so im Grunde in der vereinfachten Ausführung von oben gesehen. Das hier sind die Dachziegelreihen hier von 1 bis 10, geht natürlich noch weiter, aber von unten angefangen 1 bis 10. Und das hier sind die Sparren, habe ich jetzt auch kurz beschriftet. Und ich hatte für mich schon in den letzten Wochen und Monaten rausgefunden, dass ich das System eigentlich nicht hier ganz unten montieren kann. So die ersten 4 Dachziegelreihen, die werden doch dann auch, ja, ich sag mal, am ehesten verschattet durch das Nachbargebäude. Das heißt, je nachdem wie der Sonnenstand ist, der ist ja nicht immer so ideal, so hoch wie im Sommer, so wie jetzt hier, muss ich ja auch mit einer Einbuße rechnen. Das heißt, ich möchte natürlich so viel Sonnenfläche wie möglich haben. Also habe ich gesagt, wir machen das System so weit nach oben fest, dass die unteren 4 Reihen mindestens frei bleiben. Ich habe mich jetzt dazu entschlossen, an der 6. Reihe 3 Dachhaken zu setzen und an der 10. Reihe. Jetzt sieht man, dass die hier in der Mitte so ein bisschen versetzt sind. Es sind 6 Dachhaken vorgesehen für das ganze System. Allerdings habe ich hier auf der Länge 4 Sparren. Habt ihr also hier ein bisschen vermittelt. Das heißt, zwischen dem 4. und dem 7. Sparren möchte ich das ganze System installieren. So Leute, es ist soweit. Noch keine halbe Stunde her. Da war der Fahrer da, hat mich mit den Worten begrüßt. Ich wäre heute der 5., der so eine Lieferung kriegt. Das sind sie. 1, 2 Paneele und noch ein Karton mit Zubehör. Ich habe noch nicht reingeguckt, wie versprochen, das machen wir jetzt zusammen. Ja. Also ich glaube, das ist unschwer zu erkennen. Zubehör, Anschlusskabel, Verbindungskabel. Die packe ich mal zur Seite. Das sieht mir aus wie die Haken zur Befestigung auf dem Pfannendach. Ja, das sind die auch, wenn ich das so richtig sehe. Was haben wir hier drin? Wahrscheinlich Kleinteile, Befestigungsteile. Ich gucke da mal rein. Jawohl, hier sind Schrauben drin. Boah, das sind aber fette Dinger. Kleinteile. Kabelbinder, hier noch so Abdeckkappen. Das sind die Aluminiumprofile hier. Kann man das so sehen? Ja, ne? Das kann man gut sehen. Das sind 4 Stück, 1 Meter. Hier müsste eigentlich jetzt der Wechselrichter drin sein. Den können wir uns auch mal gerade zusammen angucken. Das Herzstück der Anlage, Anschlusskabel. Ja, und das ist er. Jawohl. Das ist der Wechselrichter und zwar, jetzt muss ich gerade selber gucken, ein Heumals ist das. Gott, wie heißt denn der? Ich meine ein HM600 oder so. Der wird relativ häufig verbaut. Das ist eigentlich das Herzstück der Anlage. Ein Heumals, ein HM600, genau. Der ist dafür da, die Spannung der Solarpaneele in 230 Volt umzuwandeln und hier mit der Netzfrequenz zu versehen und mit dem vorhandenen Stromnetz zu synchronisieren. Dafür ist der da. Auch ein schweres Ding hier. Mein lieber Mann. Gucken wir mal ganz kurz in eins der Pakete mit den Solarpaneelen. Und nur vorsichtig sein, weil die sollen natürlich nicht kaputt gehen. Ne? Klar. Uiuiui. Was ein feines Teil. Ja, das sieht doch sehr gut aus. Aber richtig groß die Dinger, ne? Die sind bestimmt jetzt hier, was haben wir denn hier? 1,70 Meter, 1 Meter breit. Das ist schon eine ordentliche Fläche. Davon sind 2 Stück im Karton. Also in 2 Kartons, wohlgemerkt. Den packe ich aber erstmal gar nicht aus. Das ist mir viel zu gefährlich. Nicht, dass da was dran kommt. Den lassen wir mal so zu, wie er ist. Die packen wir erst aus, wenn es tatsächlich montiert wird.
Ja Leute, ihr seht, es gibt noch einiges zu tun hier. Ich muss die ganzen Sachen jetzt erstmal auspacken, so ein bisschen sortieren, wann ich was brauche in der richtigen Reihenfolge, dass ich hier einen Überblick habe, auch für mich selber. Und dann geht es natürlich darum, das Ganze auf dem Dach zu montieren. Jetzt geht ja das Carport relativ weit runter auf der Seite, sodass man da in Anführungszeichen gut und bequem, trotz Leiter natürlich, hochkommen kann. Aber ihr seht ja schon, wie groß die Paneele sind hier, da oben arbeiten, ist alleine jetzt auch nicht so wirklich angebracht. Das heißt, da hole ich mir Hilfe. Das machen wir zu zweit. Ich versuche die Kamera da an jedem Schritt dabei zu haben und euch teilhaben zu lassen. Und dann sehen wir uns später wieder. Ja, dann noch ein wichtiger Hinweis zum Thema Sicherheit. Wenn ihr euch auch so eine Anlage kaufen wollt, dann achtet darauf, dass sie einen sogenannten NA, Netz- und Anlagenschutz, beinhaltet. Und das sollte euch auch in einer Konformitätserklärung vom Hersteller bescheinigt werden. NA-Schutz bedeutet, dass die Anlage innerhalb von wenigen Millisekunden die Spannungszufuhr abschaltet, wenn man mal den Stecker ziehen sollte, sodass vermieden wird, dass an den freiliegenden Kontakten eine Spannung anliegt. So, ich habe mir eine Anlage in Köln gekauft bei der Firma Juma, da mache ich jetzt keinen Zirkus drum, deswegen habe ich das auch eingeblendet hier, Werbevideo, obwohl ich habe die Anlage auch komplett selber bezahlt, nur mal so ganz nebenbei. Aber da war mir wichtig, die Unterlagen, die werden alle von der Firma bereitgestellt, auch vorher schon zum Download, dass man die sich anschauen kann. Die Konformitätserklärung ist von einer deutschen Behörde ausgestellt und dann gibt es auch keine Probleme, wie ihr das Ding nachher anschließen wollt. Denn es gibt ja zwei Möglichkeiten. Das eine ist ein normaler Schokostecker und das andere ist ein sogenannter Wieland-Stecker. Man nennt das Einspeisestecker. Der Name Wieland ist da irgendwann mal zufällig reingekommen, aber klar, Wieland ist eine Firma und die wollen natürlich auch irgendwie mitverdienen, keine Frage. Aber da die Anlage ja geprüft und abgenommen wurde, kann die also sowohl als auch betrieben werden. Das könnt ihr euch selber aussuchen. Ich weiß, dass die Netzbetreiber da sehr unterschiedlich reagieren. Einige machen das wirklich zur Auflage, aber was die immer wieder vergessen, deren Zuständigkeit endet hinter dem Zähler. Also die haben einen Zähler gesetzt und dahinter ist Feierabend. Da haben die nichts zu sagen, weil wenn ich mir einen Fernseher kaufe, Leute, den schließe ich auch an. Da frage ich auch nicht vorher, darf ich das machen oder ist das in Ordnung? Ja, also ganz klar, man muss das Ding anmelden beim Netzbetreiber im Marktstammdatenregister und es kann sein, je nachdem, was ihr für einen Zähler habt, noch einen alten Ferraris-Zähler, den erkennt man, dieser Drehscheibe, dieser schwarze, oder vielleicht noch einen anderen digitalen, der möglicherweise nicht dafür geeignet ist, der keine Rücklaufsperre hat. Dann wird der Zähler getauscht. Also unser Netzbetreiber zum Beispiel hat die Auflage gemacht, der möchte einen Zweirichtungszähler haben, der möchte auch wissen, was wir den möglicherweise einspeisen. Also achtet darauf, dass die Unterlagen alle dabei sind. Und bei einem seriösen Anbieter sollte das überhaupt kein Problem sein. Der gibt auch Hilfestellung, wenn es dann nochmal zu Fragen kommt. Ja, Freunde, es ist richtig warm heute. Wir sind nämlich auf dem Dach unterwegs und wir setzen heute die Dachhaken für unsere Photovoltaikanlagen. Wir sind jetzt dabei, die Dachhaken zu montieren. Hier mit 2 Schrauben werden die festgemacht. Dann werden die hier entsprechend eingestellt. Sollte schauen, dass wir die auf die flache Seite der Pfanne immer montiert hier. Die obere Dachpfanne muss natürlich entsprechend ausgeklinkt werden, damit der Halter da runterkommt hier. Ja, so sieht's aus. So sieht's aus. Da drüben sitzen schon welche. Er sitzt schon hier. Da unten sitzen schon 2. So, wir haben auch schon, wie man sehen kann, die erste Schiene mal montiert. Da werden nachher die Paneele drauf geschraubt. Hier sieht man, wie das linke Modul montiert wurde und auch der Wechselrichter sitzt bereits an seinem Platz auf der rechten Seite. Jetzt ist auch das zweite Modul angekommen und hier auch nochmal die Befestigung an den Schienen. So Freunde, die Paneele sind jetzt oben auf dem Dach. Wir befinden uns jetzt hier unten drunter im Carport. Und ich muss jetzt noch die Leitung hier rüberlegen und hier vorne habe ich die Steckdose, wo praktisch der Übergabepunkt ist. Da werde ich jetzt den Energiemesser noch einstecken und dann wollen wir das Ganze mal live schalten und dann schauen wir, was dabei rauskommt. Hier sieht man die Stelle, wo ich vom Dach hier nach innen gelangt bin. Ich musste eine große Bohrung setzen, weil da ein entsprechend großer Stecker an der Leitung dran war. Da werde ich mir jetzt noch ein Brettchen setzen, ein kleines mit einer Aussparung, sodass das auch wieder zu ist und da keine Insekten oder sonstiges reinfliegt. So, und dann werde ich jetzt noch ein paar Nagelschellen setzen, damit die Leitung hier auch ordentlich verlegt ist und man keine Stolperfallen hat. Ne? Das ist ja auch ganz wichtig.
Ja, so sieht das jetzt aus hier. Die Leitung geht hier runter, hier oben auf dem Balken entlang geführt. Dann stecke ich als erstes mal die Energiemessdose ein. Wie gesagt, der verbindet sich mit dem Router von AVM und schickt die Daten quasi darüber. So, und dann würde ich sagen, gehen wir mit unserem System jetzt mal live. Einstecken und wir schauen, was passiert. Der Hersteller sagt, der Wechselrichter braucht ungefähr 1-2 Minuten, um Leistung zu bringen. Das heißt, der wird sich jetzt erstmal mit dem vorhandenen Netzsystem synchronisieren. Der muss ja gucken, ob auf der Gegenseite auch eine Netzspannung anliegt. Das ist eine Grundvoraussetzung. Sonst würde das Ding gar keinen Strom liefern. Das heißt, das wäre gar keine autarke Lösung und eine Insellösung damit möglich. Das heißt, wenn ich hier im Haus keinen Strom habe, habe ich hier auch keinen Strom, den ich produzieren kann. Das ist ganz wichtig. Also der braucht 1 oder 2 Minuten, dann fährt er die Leistung langsam hoch und das schauen wir uns jetzt mal gerade in der Leistungsanzeige der App an. Hier sieht man jetzt die Auswertung über einen Tag verteilt. Jeder Balken entspricht 15 Minuten, also einer Viertelstunde. Und zwischendurch kann man das auch mal sehen, dass da so Einbrüche sind. Da war halt der Himmel bedeckt, bewölkt und das macht sich natürlich auch direkt in der Leistung bemerkbar. Im zweiten Bild sieht man sehr schön, wie hier halt die Leistung angezeigt wird, aktuell, Minimum und Maximum, welche Stromstärke vorhanden ist und auch die Spannung wird oben in der schwarzen Linie dargestellt. Die ist aber irrelevant, weil die liegt immer bei ca. 230 Volt. Dann kommen wir jetzt noch zu 2 Punkten, die uns behördenseitig erwarten. Das eine ist eine Anmeldung beim Netzbetreiber. Nicht zu verwechseln mit dem Stromanbieter, also da, wo ihr euren Strom kauft, das ist nicht zwingend der Netzbetreiber. Kann er sein, muss aber nicht. Den Netzbetreiber findet ihr aber im Regelfall auf der Rechnung eures Stromanbieters oder da gibt es auch so eine Seite für Störungen und da kann man den halt auch sehr einfach rauskriegen. Da meldet ihr euch, das reicht theoretisch eine formlose E-Mail, so nach dem Motto hier, ich habe mir so ein Ding gekauft und möchte hiermit anmelden, basta, fertig. Die Firma Yuma bietet hier auch ganz toll auch die Dokumente schon vorbereitet, also vorausgefüllt auch. Man musste halt nur noch die persönlichen Daten eintragen. So ein Ding habe ich mir geschnappt, unterschrieben, habe das dahin geschickt und dann ist tatsächlich der Netzbetreiber auf uns zugekommen, hat gesagt, ja Freunde, könnt ihr machen, aber wir wollen den Zähler tauschen. Ja, ich so, wenn mir da keine Kosten entstehen, macht ja kein Problem. Jetzt haben wir halt so einen Zweirichtungszähler. Ich bin mal gespannt, ob da wirklich keine Kosten auf uns zukommen, weil dem habe ich natürlich widersprochen, aber das müssen wir jetzt erstmal abwarten. Der zweite noch offene Punkt ist die Registrierung im Marktstammdatenverzeichnis. Langes Wort, aber das ist ein Verzeichnis, was bundesweit gilt und wo sich alle Energieerzeuger, Energielieferanten, sei es Strom, Gas, was auch immer, eintragen müssen. Die haben halt so eine Hoheit, das wird von der Bundesnetzagentur geführt, dieses Verzeichnis. Und da muss man sich halt als Erzeuger, und der bin ich ja jetzt geworden, in dem Falle, auch wenn es nur ganz wenig ist, aber auch da muss ich mich dann eintragen. Alle Daten, die ich dafür brauche, finde ich hier auch in den Unterlagen, die ich von der Firma Yuma bekommen habe. Also auch da herzlichen Dank nochmal. Und auch Fragestellungen werden auf der Homepage beantwortet, wenn ich da nicht ganz sicher bin, was muss ich da eintragen. Ich brauche natürlich meine Zählernummer, ganz klar, die findet ihr auf eurem Zähler oder auf der Abrechnung eures Stromanbieters und vielleicht eine Vorgangsnummer, die ihr dann von eurem Netzbetreiber bekommen habt. Tja, und dann steht eigentlich dem lustigen Stromproduzieren nichts mehr im Wege. Eine gute Woche ist die Anlage jetzt in Betrieb und man kann hier schon ein kurzes Zwischenfazit ziehen. Wir haben also eine Leistungsausbeute von täglich mindestens 4 Kilowattstunden. Ja, einen Tag war es ein bisschen weniger, da war es bedeckt, bewölkt. An einem Tag hatten wir sogar auf einmal fast 5, sodass wir jetzt in dieser einen Woche fast 26 Kilowattstunden Energie erzeugen konnten damit. Ich finde das eine ganze Menge. Okay, es ist Hochsommer, das darf man nicht vergessen. Wir haben jetzt Mitte, Ende Juni und das sieht in den Wintermonaten natürlich ganz, ganz anders aus. Aber ich finde es einfach eine super Leistungsausbeute und es ist quasi ja umsonst. Ja, da sind wir also auch schon wieder am Ende dieses kleinen Videos. Ich hoffe, ihr hattet ein wenig Spaß, vielleicht auch die ein oder andere Idee, das auch selber mal umzusetzen, so einen mindestens kleinen Beitrag zur Energiewende beizutragen, ein bisschen Strom selber produzieren. Also ganz ehrlich, das Montieren auf dem Dach, das war schon ziemlich anstrengend, aber jetzt die Ausbeute, jeden Tag zu sehen, was man davon hat, das macht richtig Spaß und ich bin sowieso so ein Freund, der sich mit Statistiken und dem ganzen Kram auseinandersetzt. Also von daher, ich werde da die nächsten Tage und Wochen sicher noch eine Menge drin aufgehen und ständig nachschauen, was wir da für eine Leistungsausbeute haben.
Wenn ihr Fragen habt, ihr wisst ja, schreibt mich an über Instagram, Facebook oder hier unter dem Video direkt einen netten Kommentar da lassen. Ich würde mich freuen, auch über einen Daumen nach oben. Und wenn ihr noch nicht habt, Freunde, lasst ein Abo da und dann auch direkt die Glocke anmachen. Ihr verpasst nichts, wenn es nächstes Mal wieder etwas bei mir auf dem Kanal gibt. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr beim nächsten Projekt wieder einschalten würdet. Bis dahin bleibt gesund, macht's gut, schöne heiße Tage, bis zum nächsten Mal.